Das ist da drüben. Ich dachte, wir müssen jetzt nochmal mit dem Auto fahren. I hate these Borg fuckers. It had to be them. Just a gang like any other, right? Take the Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. They know what they want, how they get it, and what pisses them the... Wieso hat er jetzt einfach den Satz unterbrochen? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Naja. Ach, komm, öffne das Ding Open the einfach. fucking door. Yeah? You make a fucking appointment? Because I don't see nothing in my book. Dex hat uns geschickt. Want to talk to Royce. Dex sent us. Main room. We've been waiting. Oh, Cozy place. Could use a few plants, though. sehe ich auch so. Also hier müssen definitiv mehr Pflanzen rein, ein paar Bilder vielleicht noch. Oh ja. Wandteppiche. They look damn well prepared. Ihr wisst, was dieses Symbol hier bedeutet, ne? 1000 beats a second. I couldn't believe my eyes. For a moment I thought Jessica had changed them out of her 40 Kiroshis while I was asleep. But no, that wouldn't have been like her. I blinked again. No change. There I saw them. Clear as day. The open flaps of Jason's chrome skull. I saw the electronic brain that up until now had been hidden by a perfect imitation sin skin. The son of future tech CEO, the boy of my damn dreams, Jason, he was an android. Shit. I sat there stuck with a dumb expression on my face, and Jason stared back with one of his own. Couldn't help but wonder now. Were those beautiful blue eyes of his, the same that had pierced my soul, were they merely a mimicry controlled by some emo algorithm? Had there never been anything real behind them all those times? Not once? Alex, it's not what you think, he pleaded with a strangely authentic note of panic in his voice, and I wanted to believe him. I really did. Well, clearly it hasn't been, I replied in equal parts anxious and bitter. Me and my rotten luck, the first and last guy I fall for, and he turns out to be a goddamn motherboard on legs. No, that's not. Jason suddenly broke off and smiled awkwardly. Wait, did you say fall for? My cardio implant began to beat more and more quickly. My face flushed. Had I been wrong? Could this body of bolts, wires, and plastic really contain whatever is left of the real Jason Cadaleth? If his father was able to design a synthetic heart for me, maybe he could do the same for his son's brain. The question is, why? Oh. Ist das ein Health-Item? Ist doch safe ein Health-Item. So, ich würde gerne nämlich mal schauen. Dieser Alkohol, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir trinken einfach mal einen Tomatensaft. Ein Tomatensaft, um es nochmal hervorzuheben. Don't think I've ever seen security like this in the Chow factory. Gear from the Jack convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. Nochmal was zu lesen. Ey, die meint's echt gut. 75 Years of Cyberware by Tsutomu Takahashi. Introduction. A century ago, losing a limb meant tragedy. It meant living with permanent disability, with severely reduced physical capability and often with chronic pain. What's more, people with disabilities frequently suffer from widespread discrimination, both active, for example, employment bias, and passive or unconscious, for example, poor infrastructure and accessibility. Today, assuming that dismemberment victim is financially stable, loss of limb amounts to little more than a minor inconvenience. A century ago, employers could impose specific dress codes, hairstyle regulations, piercing and tattoo bans. Many even pressed their employees to maximize productivity, often in violation of the law, such as through anti-pregnancy policies. At the time, however, deeper involvement with employees' bodies was simply impossible, legal or otherwise. But with the advent of cyberware, employers in the second half of the 21st century have imposed requirements for skin, bone, muscle, organ, and eye replacement in order to improve performance and workplace effectiveness. In extreme cases, security sector employees are commonly urged to undergo so-called full-body conversions or full cyborgization.
Much has changed over the past 75 years from when cybernetic implants first hit the mass market. Many in the field of history of technology have argued cyberware is a positive force for progress. Many have argued the opposite. This book attempts to describe and contextualize the changes, better or worse, that it has introduced to our professional and personal lives. How has cyberware led us where we are today, and where is it taking us next? Es ist mittlerweile so viel zu lesen, dass ich da echt die Dörrpflaume geworden bin. Also mein Mund ist komplett trocken mittlerweile. Deshalb hänge ich auch gerade die ganze Zeit an der Flasche. Ich hänge immer an der Flasche hier, aber nicht so wie heute. Eine Klamotte, die ziehe ich mir doch direkt an, wenn ich es mir anziehen kann. Kann ich nicht. Oh. Damit was machen? Nein, kann ich nicht. Can cyberpsychosis be cured? Ich kann schon kein Wort mehr richtig aussprechen, es tut mir leid. Can cyberpsychosis be cured? Opinions on that question are divided. Only a few years ago, so-called brain dance therapy was used across the entire country on a mass scale with the aim of bringing the sick back from the point of no return. The patient would be placed on a special chair and connected to a device that would deactivate all implants. Then electrodes would be attached and inducing the patient into a coma-like brain dance session. This was then followed up by medicine, psychosurgery and the aversion therapy. The overall treatment was intended to sever all the patient's neural connections and tie them back together so the cyberpsycho could return to society. Once the therapy was concluded, no symptoms of cyberpsychosis were detected, as well as the patient's former personality. But don't worry, nowadays other methods are used, at least that's what they tell us. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich muss mit Jackie mitgehen hier. Nichts mehr zu sagen? Okay. Stay cool. They're just trying to spook us. Hm? Vertrau diesen Jungs einfach nicht. Das sieht alles so mega aus gerade. Ich sammle das mal kurz ein, solange ich kann. Weil wer weiß, wie lange wir uns hier aufhalten können, dürfen, sollten. Das nehmen wir mit. Hier ist noch was drin, was ich gerne hätte. Okay. Ja, ich gehe gleich hoch, keine Sorge. Ich möchte nur ein bisschen umschauen, weil wir wollen hier nichts liegen lassen. Sieht echt nicht so freundlich aus, die Jungs. Was habe ich direkt getrunken? Naja. Buddhism and Cyberware, a perspective interview. For most of us, the precepts of Buddhism seem baffling to say the least. How would you explain to the average night citizen why bhikkhus such as yourself are against implanting cybernetic technology into their bodies? Monk, it's not that we're against them per se. Every person has the right to make choices with their body so long as those choices don't harm another, though bhikkhu do abide by stricter rules such as abstaining from cyberware in order to achieve enlightenment. Interview, then what does your hesitation stem from? How do cybernetics affect your pursuit of enlightenment? Monk, well, among other things, it's their vague, fluid status, for lack of a better word. Ask yourself, what is an implant? A part of your body? An impersonal object? Interview, you're asking me. Suppose I'd say it depends. Monk, precisely. Big could limit their possessions to a rope, umbrella, and a bowl for alms. Everything else is a distraction that hinders his or her release from the world's suffering. Let's say, for example, that a synthetic hand is just that, a hand, a part of your body. But if it has a watch installed in it, a blade? Interviewer, right, I think I understand. Where the line's drawn isn't completely clear.
Among possessions, especially such intimate ones, are distractions that muddy the mind, that pull it further from inner peace. I believe the phenomenon is cyberpsychosis is proof enough of this truth. Okay. Ich hoffe, es gibt nicht mehr allzu viel zu lesen jetzt hier erstmal. Ich lese zwar gerne und ich lese auch gerne viel, aber jetzt hat es so langsam einen Punkt erreicht, wo ich mir einfach denke, ich sollte es einfach nur noch überspringen, quasi einfach nur durchskippen. Ja, komm. Okay, wir machen das so. Ich werde das einfach kurz runter. Wie mache ich das? Ja, ich lese es einfach vor. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich lese einfach weiter vor. The Soloist Manual by Morgan Blackhand. Intro. Think you've got what it takes to be a legendary solo, huh? Sure you do. Otherwise, why pick up this book? You're looking for respect, for fear, for a way to be on top. Maybe you heard someone quote me about winning battles with only a glance before a single shot's been fired. Well, fine. I'll let you in on a secret. It is possible, and you can do it too. But only if you got the guts to survive going to hell and back more times than you can count. Thousands of fights, millions of bullets, hundreds of gallons of blood, yours included. Das haben wir sogar schon gelesen. Wunderbar. Wieso wird das denn so angezeigt? Chill, B. Remember, we're on their turf. So what do you want? Was Royce? Here to see Royce. We got biz to transact. Mr. Royce is busy just now. You'll deal with me. Wir sind für den Flathead hier. You got a bot. Model MT0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid Brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Dum Dum. Now couch. Planet. Oh, schon wieder so viele Sachen zu lesen. Ich nehme das jetzt mal mit. Blaming Bartmoss by... Yeah, okay. When I imagine what the net was like before Bartmoss, I see thousands of potential threats and thousands of opportunities cause the whole system was unstable. Corporate runners pulling one way, post-war rogue AIs pulling the other, financial markets tanked while expectations spiraled in controllable ways, and runners got cooked in the living rooms every now and then. Bartmoss saw the net as a grenade waiting for the pin to get pulled, and that's exactly what he did. Fuck it, right? Let the world burn. Bartmoss fucked the system, but fucked all of us right along with it. Just look at it now. Corps are on top of it. As usual, the Black Wall, which was supposed to protect us after the net's crash, is just another control tool in Netwatch's arsenal. Before Bartmoss, the net was an untamed jungle. If you could navigate it, you had a chance to survive. You were free. After Bartmoss, the net's like an airport security check. Every step you take, Netwatch is checking your papers and performing a thorough cavity search. Oh, but all for your own good, of course. Natürlich. Sehr viel Gesellschaftskritik merke ich da auch mit. Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, wir schauen uns das gleich an. Ah, da ist noch was ist im anderen Raum. Ich möchte mir das alles anschauen, es tut mir leid. Da komme ich zum Glück nicht hin. Okay, ich möchte auch nicht mit den Leuten anlegen. Well, shit. Goes for you too. I'll stand. This so fucking hard? Fucking ass on the fucking couch! Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planet bullet in your skull. Jesus, Jack, what gives? Primerito, I don't like this guy's tone. Segundo, sitting on your ass makes you an easy target. Sit your ass down for a planet bullet in your skull. Jack, sit down. Hin. Brauchen hier keine Schießerei This ain't jetzt. gonna end well, but... Shit. Sind mitten im Lager, können sie sich leisten. All right. Come on. Gotta lighten up. Take a hit. What you blowing?
purest baby powder. Black lace. Tough to get your hands on. Gotta have a good source. What's it do? Ups Dorf's and adrenaline to the point you feel no pain. Trip's so intense it verges on psychosis. Okay. Corps fed it to their fighting legions during the Corp Wars. Cyber psychos pop the tabs like candy. Vaporizing it mellows the burn without killing any of the effect. Come on, give it a whirl! Kommen wir nehmen es doch einfach. Soll schon passieren. Better. Now we can talk. Here we go. The Flathead. Model MT-0D12. Militech kommt jetzt nicht her, um danach zu suchen. Militech's not gonna come looking for it? Fuck them. They can hop around and try. We'll remove the serial number and lifted access logs using our soft. What's yours is yours. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, es lohnt sich für mich nicht, die Dialogoption hier vorzulesen, weil erstens ist es sowieso auf Englisch und zweitens, er wiederholt es meistens sowieso. Also, ich würde das ab hier jetzt lassen. Okay, was war das jetzt gerade? Ah. Need to see it. Sue yourself. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Full cognitive immersion with a Raven controller. Pimped out prototype actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. And watch this! Fully integrated link too, so when the spider starts crawling up walls dangling from ceilings. Could lose your lunch. So what you think? Ja, das wird schon ausreichen. Hey! It'll have to do. Look at that. Picky little fucker. Let's see your cred. Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Come on. Can't expect me to pay for this thing twice. And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice because I say you'll pay twice. Alright. You want the flathead? I better see some eddies. Seeing as you already got the eddies for it, you ought to offer us a discount. Big one. A discount? Fuck. You know, you never did say who sent you. Never did say who you're working for. Dexter Deshawn. That's who. Dexter Deshawn. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica? I mean, he ain't dead. Here he is, the ugly bastard! You're dead. You hear me? Let's go! No. Ah, natürlich endet das in einer Schießerei. Es muss in einer Schießerei enden, Leute. Wie viele Headshots fängt der sich? Da waren definitiv ein paar Missklicks dabei. Cut off. Grab the gear. Button control shot. Oh, das sieht ganz cool aus. Wir rauben die erstmal aus. Out of here. Das gefällt nämlich gerne. Was hat denn sonst noch da unten rumliegen? Upgrading iconic weapons and clothing. You've just received an iconic item along with a set of iconic graphics, so you can use these upgrades to get higher rarities. Okay, das haben wir ja schon mal gelesen. Okay, mal kurz speichern. Cyberpunk 2020 rulebook. It doesn't matter how well you do
Do something as long as you look good doing it. If you're going to blow it, make sure you look like you planned it that way. Normally clothes and looks don't matter in an adventure in this world. Having a leather armor jacket and mirror shades is a serious consideration. Think dangerous, be dangerous. Think weak, be weak. Never walk into a room when you can stride it. Never drive slow when you can drive fast. Throw yourself up against danger and take it head on. Never play it too safe, stay committed to the edge. So, wir looten die erstmal schön aus, würde ich sagen. Haben aber auch was Tolles Neues eingesammelt. Okay, und dann... Equip, okay, und dann kann ich hier die neue Waffe wieder equippen. Haben wir die wieder verbessert, dann Sturm ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Die Pistole ist natürlich deutlich stärker, komm, wir nehmen die. Ich denke, wir brauchen das Gewehr weiterhin. Cool. Die Waffe ist echt cool. So. Munition. Sehr viele Screens, mehr als ich. Cyber controversy in football. Never before a single night has a crowd snapped so abruptly and so frequently between euphoric cheers and deafening silence. The most recent match between the NC Coursers and the San Diego Shredders ended in an overwhelming victory for Night City, but it was another team that stole the spotlight. Drama team paramedics left out a record 7 players during the game due to potentially life-threatening injuries, 3 still remaining in stable but critical condition. This game's unusual spike in injuries was the result of a month-long feud between the two franchises that had hit a boiling point. Shredders head coach Donald Irving was repeatedly accused the Corsairs of breaking league rules by allowing players to equip military-grade cyberware. Corsairs organization representatives have refuted the allegations, claim the rules contain no such clear-cut cyberware guidelines. Night City's head coach even went so far as to say that San Diego would be wise to make the same upgrade instead, crying like babies whenever they get their asses kicked. What he doesn't mention, however, is that the NC Corsairs have a sponsorship deal with Nightcorp, granting them exclusive rights to equipment design in Nightcorp's top-secret football science lab. Salt in the wound. Of course, unpersuaded, the San Diego faithful have argued to the league that the use of military-grade technology is damaging the game's integrity and future. Football analysts and commentators, on the other hand, have dismissed the controversy, saying that the arms race mentality has always been pervasive in sport. The case in point, the 2064 Night City Marathon, in a record-setting and uncontested victory, Austrian runner Dominic Boom placed past favorites from the Czech Republic and France because of Vienna's close partnership with Zetatech. Smart weapons require a smart link to unlock the full potential of the targeting systems. To install one, be sure to visit your trusted Ripperdoc. Okay. $1,000. The future of meat. All foods, the future of meat. Not only are all foods products healthy and nutritious, they will feed our future soon. All Foods will launch a pilot line of new products to complement the Easy Beef brand. The series of meat products will be based on platform cultures, which have been found to significantly help increase metabolism, slow weight gain, and cleanse the intestinal tract. We hope the platform initiative will usher in All Foods' latest successful generation of meat products. Okay. Platforms sind das nicht Bandwürmer? Wenn ich mich nicht irre? Oder ich irre mich wahrscheinlich gerade? Jetzt nehmen wir den Kasten noch mit. Got the set, bot and controller. Then let's go. Quicker the better. Ich würde gerne nochmal leveln einmal. Ich denke, wir werden die Technical Ability einmal leveln. Crafting, gain more components when disassembling. Okay, in engineering. When looting drones, mechs and robots, there's 25% of looting a weapon mod or attachment. Reduce damage taken from explosions by 10%. Okay, das ist jetzt nicht, was ich haben wollte. Rifles and submachine guns, okay.
Handguns. Blades haben wir gerade keine, obwohl wir haben halt das Messer, das wäre ganz praktisch manchmal. Increases attack speed with blades by 10%. Defensive Defense. Das wäre im Nahkampf. Überlegen wir uns mal, wenn wir das halt das holen gleich. Body. Have regenerates up to 70% of max health outside of combat. Das wäre interessant. Use Fall Damage bei 5%. Ich versuche Fallen zu vermeiden erstmal. Annihilation. Hier ist jetzt Shotguns und Light Machine Guns. Wir haben keine Shotgun und Light Machine Gun, deshalb gehe ich da noch nicht in die Richtung. Zählt die Hand als... Jetzt muss ich kurz mal schauen. Zählt die Hand als Blunt Weapon? Also als stumpfe Waffe? Das interessiert mich gerade. Ist die Hand eine stumpfe Waffe? Ist Physical Damage. When heavy just Physical. Let's get out of here. Moment. Dying for some fresh. Nein, ich würde gerne mal kurz in Charakter reinschauen. Rein theoretisch müsste die Hand ja ein Blunt Weapon sein. Weil sie ist nicht scharf, sie ist halt... Ich würde tatsächlich das hier nehmen. Dass sie stunnen können. Die Zwillinge. Boxen. Das wäre das ganz praktisch, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass wir alleine sind. It's a production line. Plus, I thought you loved me. Schauen wir uns gleich nochmal an, ob ich damit was anfangen kann. Aber als Kind der Straße habe ich jetzt nicht so Talent dafür. Jetzt kriegen wir richtig Kohle, das gefällt mir. Messages. Urgent marketing issue. Like, I still have a problem with the direction of this ad. It won't pass the focus group with flying colors, if at all. What do we hope to achieve by advertising more? I know we've seen the latest report. Even if we jack up nutrient content and tweak the consistency, well, we'll still lose to biotechnical alternatives. Our paste products already test worst with younger consumers. Besides, it's not even clear who your target audience is for this. You are aware most of our target sales are in urban markets, right? Unless you're playing off a sense of misplaced nostalgia or some reference I just don't get. We need to seriously consider reassigning the marketing budget from milk to something else. Do you have anything in mind from R&D that's already been tested? Lindsay, I'm not fully prepared to drop the milk project just yet. Despite our first impressions, we've actually put quite a lot of thought into this campaign. Still, I'm willing to explore other options. We have the meat mixture based on the insect proteins ready to go. The same we discussed last year, but weren't happy with the texture or smell. There's also a soluble powder based on mealworm larvae and used as the base for porridges and soups. Main problem there is we'd have to start from scratch. Let me know if either of these options speaks to you, and we'll think on the topic later this week. Forever Young. Okay, das ist zum Glück das meiste nur Spam, das werde ich mir jetzt nicht durchlesen. Nur weil mir so langsam aber sicher alles austrocknet hier.
das Ding noch gerne mitnehmen. Hostile Area. Ich glaube, wir sind nicht so ganz beliebt. Ja, da schaue ich gleich mal nach, ob wir da irgendwie durchkommen. Mit den Camera-Abilities, die wir so haben. Kann ich sogar ausschalten, das ist natürlich sehr nice. Was hängt alles in diesem Netzwerk, ist jetzt die Frage. Was das Steam Overlay nicht einfach angeht. Enemies, das interessiert mich nicht. Camera Control. Bridge Protocol. Okay, wir sind drin. Leider kein RAM mehr übrig. Ich würde gerne sneaky durchkommen, weil das sind schon recht viele. Ladies and gentlemen, Jackie Will. Das hat sich jetzt mit dem Sneaky ein bisschen erledigt, dadurch, dass ich mich verklickt habe. Ich wollte nämlich eigentlich einen Enemy taggen. Wow, das ist übel. Was ist wieder am Overheaten? Hang on! Reloading! Kam jetzt nicht so weit, wie erwartet. Aber ich muss einmal kurz healen. ¡Chingada madre! Ja, kann man safe verkaufen. Hell yeah! Ach, ich bin derjenige, der anfängt zu brennen. Weil ich overheated bin. Okay. Ich will mal schauen, was ich damit tun kann. Jetzt bin ich wieder overheated. You know who you're messing with? Schon doof, wenn man selbst überhitzt, ne? Und wo sehe ich das? One fucker left. Jetzt bin ich schon wieder am Overheaten. I hit him! Das sieht er halt fast nicht so. Turn off. Da steht hier so Messages. Hey, that will explode. Hey, Choom, today is your unlucky day. You're probably wondering who I am. I'm a voodoo boy. You probably heard of us. Remember the last time you hit the net? Yeah, me too. I hack your code processor and install a little surprise for you. Now you do what I say, or your head goes boom. I think $1,000 is fair to pay to keep your head. If you pay, I you install my surprise. If not, blow up your head, but blow up the head of person you love the most first. And if you tell NCPD, I blow up your head twice. You have 2 days to pay, and I know you read this cause I install Spycam on your optics. We read it together. This is not a negotiation, Choom, so do not reply, just pay and you will live.
Surveillance System. Oh, Takeover. Okay, sehe ich noch irgendjemanden? Wichtigste Frage. Sieht eigentlich alles ziemlich frei aus mittlerweile, ne? Okay, die sind alle. Ja, haben wir schon mehrfach gelesen. Future of Meat. Oh shit, I know this fool. It's Brick. It's your call, V. What do you want to do? Ich möchte ihn eigentlich dann schon da rausholen, weil... Wahrscheinlich kann ich ihn hier rausholen irgendwie. Okay, hier kann ich ihn nicht rausholen. Wie kann ich ihn da rausholen? Open Authorization Card not found. Ups, nein. Es ist nicht so einfach, das zu navigieren tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5. Detonator armed. Set of charge? Komm. Ups. Ooh, tough. But all said and done, guy was a goon. Ruthless at that. Das wusste ich nicht, dass ich jetzt... Lass mich raten, es hätte hier irgendwo hätte ich den Code gehabt, für irgendwen zu holen. Lass mich raten, ich hätte den hiermit holen können. Okay. Jetzt will ich kurz noch mal schauen, kann ich ihn da rausholen? Komm, ich probiere mal ihn da rauszuholen. Okay, wenn es in Ordnung ist. Oder soll ich es lassen und ihn nochmal sprengen? Das kann ich auch machen. Aber ich würde ihn gerne da rausholen. Ich fand es doof, dass ich gerade nur nicht da irgendwie was ich machen konnte. Future of Meat interessiert mich nicht. Oh shit, I know this fool. It's Brick. It's your call, V. What do you want to do? Da ihn ihr kennt, nämlich würde ich ihm tatsächlich helfen, da rauszukommen. Nur lass mich da ran. Detonator armed. Komm, das Arm Charge. Ich bin echt niemand, der sehr gerne so einen Rücksprung macht bei sowas, aber 9691, okay. Notes after presentation. Settle on the name Orgiatic. Tested very blah marketing and PR in favor. Have time till year end to nail down food project line. Flavor enhancement isn't enough. Marketing suggests adding substance to the loss. Was to brand it as wholesome. Marketing decision is focused on premium snack food draw associations with movement, energy, modernity, artificial supplements flavored based on mealworm larvae. Have the fixed assets for it, low cost, but check if legal if we can list core nutrients without bringing source. Ich kann das halt fast nicht lesen hier, das ist leicht ätzend. Gut, aber ich überspringe das hier tatsächlich einfach mal, weil das sind irgendwelche Sachen von der Firma, die mich nicht groß interessieren.
Ah, ich hab's aus Versehen angemacht eben, ne? Kann das sein? Ich wechsle den. Was wir eben gehört. Neun, 6, 9, 1. God, felt like a fucking eternity there. Dex hat uns Guess it's kind of geschickt. your fault we're here. Came for some tech Dex bought. He tell you to free me? No, just to pick up the bot. Classic fucking Dex. Been in here a while? Few days. Kinda lost count. Some guys loyal enough to care slipped me stuff. Tried to help out. Royce threw him in the microwave dryer. Made me watch. Looking a little like we might have saved your skin. Think we're due a favor, hombre. Jesus, slow down, maybe. I'll get you, but kinda caught me at a bad time. We ever meet again, I'll have you covered. Okay. Gut, aber das war jetzt das letzte Mal, dass ich wegen irgendeinem gestorbenen NPC nochmal neu lade. Also das habe ich mir gerade überlegt, das mache ich nicht nochmal. Sorry dafür. Gut. Sure you'll manage all right? This is my home. Quit fucking sweating it. Okay. Weil ich habe mich eben dafür entschieden, einfach das Ding auszulösen, dann hätte ich einfach dabei bleiben sollen. Naja. Eyes on this turf. Careful. Es ist immer noch an, ich blick halt nicht. Turn off. Ups. Jetzt muss aber off sein. Na, es ist doch einfach. Das Ding ist immer noch an. Careful now. So. Jetzt ist es aus. Ja, jetzt ist es aus. Okay, ich bin verrückt gewesen, kurz eine Sekunde. Nehmen die Waffe natürlich auch mit? Ne, können wir nicht. Was kriegt ihr da eigentlich rum? Hier ist ja nichts. Wir sind hier quasi safe. Erstmal schön alles looten. The psychosis of Max Tech. If a psychotic killer is prowling the streets, they're supposed to defend us. If your average Joe Blow goes ballistic in his cubicle, they're supposed to back him and drop him off at the psych unit. They're supposed to make us feel safe in a world of madness. But be honest with yourself. Have you ever really felt safe in the presence of Max Tech? What the mainstream media won't tell you is that 90% of Max Tech interventions end in the killing of the cyber psycho. And if you confront anyone about it, the official word is they only take life when absolutely necessary. But don't buy into their bullshit. For them, the kill is a must, to keep bystanders happy with a display of blood-stained justice. And if a few civilians die, though, tough. They'd say it's just a necessary evil for the greater good. Only who's good exactly? I witnessed one of these interventions firsthand. The cyber psycho stormed into a mall, armed to the teeth, and shot 7 people before slipping into a detached state of calm, mumbling God knows what to himself. Max Tech arrived after a few minutes and immediately opened fire. The gunfire jolted the psycho back into a frenzy. By the time Max Tech secured the area, 25 people had died. What a heroic success, huh? You're waiting for a bottom line? Here it is. All Max Tech members used to be cyber psychos themselves, every single one. The same people who butchered innocents on the streets just a month, a week, a day earlier are now on our knights in shining armor. Is it any surprise nearly each of their interventions ends in an unavoidable massacre? Just some funny coincidence, you tell me. So, jetzt sind wir quasi fertig erstmal an der Stelle.
vorsichtiger hier sein. I'll be your friend. Das ist eine Kamera, die ich gerne über. Wunderbar. Escape Road, wo ist die nächste Kamera? Da oben. Oder? Watch out. Don't mark us. Mal schauen. It's just... Hey, motherfucker! Oh, das wird ein Gemetzel hier. Das wird ein richtiges Gemetzel. Ich dachte, das Ding geht einfach hoch. Schade. Ich hoffe, dass es hochgeht. Ein Overheaten. Eigentlich viel zu schwach dazu immer noch leider. Wir hätten uns hier durchsneaken können. Das sollen besser. So kriege ich immer den Overheat. Ich sehe leider noch nirgends einen Indikator, wo ich das erkennen kann. Ich kann das einfach kurz einsammeln, was er da hat, aber... She's gonna blow! Wo ist denn jetzt mit dem Overheat? Wenn mir das irgendeiner sagen könnte, wäre ich da sehr dankbar. Ach, das wird jedes Mal daneben geschossen. Playtime's over. Seht mich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich random eigentlich, dieser Overheat. Oder kann sein, dass sie einfach gehackt werden von einem von den Jungs. And the latest invention! Jetzt muss ich ganz kurz mal die andere Waffe daher holen. Mal kurz das Zeug. Was ist er denn? Ah. Ich dachte, der wäre schon. Oh. Immer noch. Okay, das ist auf jeden Fall nicht von der Waffe. I'm empty. Need to reload. Warum overheate ich einfach? Das muss irgendwas mit einem Chip zu tun haben. Vielleicht mit der Hand. Den hat es ordentlich zerrissen. Ach ja. Jetzt haben wir schon wieder einen Gegner irgendwo, ne? Ah, ne, ist nie. Das sind diese dummen Kameras. Das Looten verloren. So. Kein Problem damit. Das haben wir schon gelesen. Kann ich da mitmachen? Meatbag, Position. Ah, okay, das kann man einfach sich anschauen. Jetzt wahrscheinlich nicht durch, nein. Hier gibt es niemanden mehr, der uns spotten könnte. Jackie. Keinen einzigen mehr.
Okay, der Aufzug ist auch ziemlich kaputt. Kann ich wieder hochklettern? Wahrscheinlich schon. Ah, natürlich die Treppe. Das ist das Einfachste an der Stelle. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt noch weiter durchballern. Okay. Come on. Let's see that pretty faceplate. Das wollte ich jetzt nicht. So, wir nehmen mal ein Messer raus, weil mit den Jungs ist leider nicht zu spaßen. Brauche ich mal Camera Control kurz. Ah, du hier, du hier. Du hier, du hier. Ja, aber sonst sehe ich niemanden. Leider. Komm, distract mal bitte die Gegner. Hey, watching me. They got cams. Wo kann ich jetzt hinlegen? Ich sehe leider nichts, komm. Jetzt hast du die Leiche gesehen, ne? Jetzt hast du die Leiche gesehen. You know who you're messing with? Gut, das lief ja nicht so gut, Sneaky Wise. Hier mitten im Gefecht. Mal schauen, ich habe nur 2 Lebenspunkte. Das war vielleicht nicht so clever. No Life 3 Review. After 50 long years, the wait is finally over. The third and final installment of No Life series will be available for purchase tomorrow. As has been reported already, gamers should not expect any major shakeups in regard to the protagonist. We still play as strong silent type scientist Baron Frymensch. We allow Baron as he adventures to the Arctic Circle to well while spoiled when you have to hands on it in less than 24 hours. The gist, with Alice at Baron's side and trusty Crowbar in hand, those nasty aliens and root for awakening. Das ist eine schöne Anspielung auf Ding, Half-Life, glaube ich. Freundchen. Auch vielleicht so schon. Jetzt kann ich dich auch fragen, Freundchen. Ob die das nicht bemerkt haben, dass wir da am Kämpfen waren. Ah. Die hacken mich ja tatsächlich. B, get a grip! Can't stay by combat. Deacon, you will find out on this! Ob der jetzt vorschauen kann, ne? Okay. Good one! Lebt er noch? Es werden keine Gefangenen gemacht. Außerdem muss ich mal wieder Munition besorgen gehen, so wie es aussieht. Als ob ich nicht genug hätte durchs Einsammeln. Playtime's over! Waffe. Jackie geht nicht so weit nach vorne. Alleine. Ach, leider keine Ammo. Ist hier Rifle Ammo? Nein, hier ist eine Ammo. Ich brauche Rifle Ammo. Ich bräuchte halt echt Rifle Ammo. Fucking drag this out! Guys, that you?
leider nicht alles durch. Oh. Das mal ausschalten, bitte. Den killen wir natürlich, weil wir können uns Gefangene nicht leisten. Unglaublich viele Healing-Items, die ich hier brauche. Okay. Jetzt haben wir noch alles Mögliche ein. Rifle Ammo. Sieh doch. Erstmal nachladen. Oh, da oben möchte ich hin. Da oben möchte ich immer noch hin. Ich hoffe, dass wir die Waffen einfach verkaufen können später. Oh mein Gott, das ist hier ein ganzes Arsenal. Das nehme ich gerne alles mit. Okay. Careful now. Die müsste da doch nur runterkommen, verflucht. Kann ich die nicht? Kann ich die zwar irgendwie nicht silently loswerden? Das sind mehr als zwei. Wenn wir sowieso schon am Ballern sind, ne? War nicht meine Absicht, dass ich jetzt runter droppe? Okay, also Spray and Pray bringt bei denen nichts. Boah. One good shot and we're done! Ah, sorry, das war er. You know who you're messing with? It hurts! Ich habe ihn erwischt, aber wir müssen noch leben. Ja, leider tut er das. Ja, frisch Luft wäre jetzt nicht so schlecht. Also ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir da uns nicht so durchballern müssen, aber da habe ich mich vor etwas doof angestellt. Naja, egal. Jetzt bloß raus hier. Nachdem ich noch ein bisschen was eingesammelt habe. Das kann er einsammeln. Glücklicherweise kann man hier unglaublich viel Zeug einsammeln. Was ist das Ding hier? Das geht nicht. Wenn man da wieder schief läuft. Also es ist glaube ich schon darauf ausgelegt, dass man sich hier rausballert. Gut, dann raus hier. Dick. They got those things buzzing around everywhere. Past the gate. We can talk there. Natürlich kriegen wir Besuch. Dealing with Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Looks like you two lucked out a bit. What happened to Stout? She placed some bad bets, her clock ran out, simple as that. Suffice to say, you won't be seeing her again. Okay. Think we're done here. And doubt you'll find much inside. Pretty tough to get corpses to talk. You'd be surprised. I'm sure I'll manage something. It's been a pleasure. Gerne.
Immer wieder gern. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. We make a good team, Jack. I think you might be right. In any case, I don't regret switching my life up the way I did. Now that'd be the sweet taste of success, my friend. Hey, call up Dex, let him know we got his toy. Meeting to celebrate at the afterlife. Ahí luego, V. Primär würde ich gerne mal... How things looking, Mr. V? Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course it was trouble. Royce couldn't have given two shits that you and Brick had shaken on it. How'd you get him on board? You used the corpo woman? Met with Stout, managed to strike a deal. Well, well. Gave me the chip with the scratch from Maelstrom. So you paid for the flathead with corp cash? No. Decided I could use the Eddies myself. And I just grabbed the bot. Just like that? Not just. Had to use violence. You got some balls, Mr. V. What about the meet with Evelyn Parker? Still on the to-do list. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Parker will be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. So. Rein theoretisch könnte man das jetzt machen. Lizzie's Bar, ich möchte aber eigentlich nach Hause, aber es kann gut sein, dass es direkt bei uns um die Ecke ist, aber wir wohnen eigentlich hier, ne? Ja, ich denke, wir machen das einfach beim nächsten Mal. Ich fahre noch hin und dann speichere ich einfach ab. Dann machen wir das aber beim nächsten Mal. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das ein bisschen, also nicht ganz so lange dauert, tatsächlich, aber war, glaube ich, die richtige Entscheidung zu sagen, dass wir zuerst ein bisschen die Hauptquest weiter machen, weil sonst haben wir keine Mittel, irgendwie, also kein Geld und so. Aber es war jetzt doch schon richtig, also recht schwer. So. Jetzt haben wir kurz wenden. So, perfekt eingeparkt. Und dann würde ich sagen, ja, war's das für heute. War auf jeden Fall ziemlich nice, ziemlich cool. Also ich bin tatsächlich einmal überwältigt davon, wie viel Zeug man hier lesen kann. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich lese das trotzdem vor. Ich habe ja gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich es jetzt auslasse, aber so unnötiges Zeug lasse ich am besten mal aus. Das lasse ich vielleicht, überfliege ich vielleicht so ein bisschen, aber das war's dann, weil ja, da kommt man irgendwie nur noch zum Vorlesen und nicht mehr zum Zocken. Aber es ist natürlich Teil davon. Ansonsten, ja, haben wir rausgefunden, vielleicht ein bisschen weitermachen mit der Hauptquest erst noch, bevor wir da irgendwie Nebenquests machen können. Weil wir brauchen einfach Levels. Die Twins haben uns einfach komplett in Grund und Boden gestompt. Einer allein ist nicht so schwer, habe ich den Eindruck, aber wenn beide halt auf einen einprügeln, dann, ja, gibt Besseres und Angenehmeres. Naja, wie dem auch sei, an der Stelle erstmal ciao von mir und bis zum nächsten Mal.